Diese hübschen Geschenke, entweder direkt zur Geburt oder für gute Freunde, hast du in einem Tag fertiggestellt. Für das Geschenk zur Geburt brauchst du einen 20 x 30 cm großen Rahmen. Und du benötigst den Text, entweder wie ich hier als Ausdruck aus dem Laserdrucker oder du fertigst ihn handschriftlich an. Zum Aufkleben des Blattes auf die Leinwand nehme ich ganz normalen Acrylbinder. Die Leinwand wird gleichmäßig satt eingestrichen. Grundsätzlich könntest du auch einen anderen Klebstoff nehmen, aber wir benötigen den Binder gleich sowieso noch, um das Papier zu versiegeln. Wenn deine Leinwand eingestrichen ist, klebst du das Blatt auf, schau, dass die Ecken möglichst gerade sind und dann gehst du mit dem gleichen Binder über diese Papierfläche, ein bisschen vorsichtig, dass vielleicht nicht Tinte oder etwas angelöst wird. Und du siehst auch hier bei mir auf dem Bild, es entstehen ganz leichte Luftbereiche, Luftblasen unter dem Papier. Das ist nicht schlimm, versuch sie rauszudrücken, aber sie können drin bleiben. Im Trocknungsprozess ziehen sie sich sowieso raus und dein Papier wird schön sauber ordentlich auf der Leinwand kleben. Nachdem das Ganze getrocknet ist, habe ich den überstehenden Rand von 1 cm abgeschnitten. Und das Bild ist jetzt fertig zur Gestaltung. Im ersten Schritt bekommt das Bild eine zarte Färbung. Ich habe hier ein warmes Grau, du könntest auch ein Beige nehmen. Es ist Acrylfarbe, die wird stark mit Wasser verdünnt und dann streiche ich die vorher versiegelte Fläche einfach zügig ein. Nun kommt unsere Effektschicht, das ist Wachs, und zwar ein Gemisch aus 3 Teilen Bienenwachs und einem Teil Carnauba-Wachs. Der Carnauba-Wachs sorgt dafür, dass die Schmelztemperatur des Wachses einfach erhöht wird. Ich habe hier eine kleine, ganz preiswerte Fritteuse, in der ich den Wachs warm mache. Du kannst das aber auch in ein größeres Glas füllen und dieses Glas im Wasserbad langsam erhitzen. Also nicht direkt ins heiße Wasser stellen, sondern du stellst das Glas ins kalte Wasser und erhitzt dann langsam den Topf mit dem Wasser. Zum Auftragen des Wachses nimmst du einen Naturhaarpinsel. Ich habe hier einen ganz weichen Ziegenhaarpinsel. Der sorgt einfach dafür, dass wenig Struktur in dem Wachs ist, sondern dass die Wachsfläche relativ glatt und gerade hier über das Bild geht. Und du siehst auch, ich streiche im ersten Schritt einmal das komplette Bild ein. Jetzt geht es an die Muster. Das heißt, ich nehme mir ein bisschen Wachs an den Pinsel und stupfe dort, wo ich später das Ganze farbig gestalten will, diese Wachsmasse auf. Das ist jetzt immer wieder der gleiche Arbeitsschritt. Ich nehme etwas Wachs, ich stupfe das auf den Untergrund und dann schaust du dir das Ganze einfach mal schräg auf der Oberfläche an. Dann siehst du, wo du Muster hast, die du anschließend farbig gestalten kannst. Aber dieser Schritt ist jetzt eigentlich sehr einfach, immer wieder stupfen. Ich bleibe auch nicht nur in dieser unteren linken Ecke stärker, sondern ich gehe dann auch noch nach oben rechts, also einmal über den Namen. Diese Wachsschicht lässt du jetzt noch 10 Minuten auskühlen und dann kannst du auch mit dem nächsten Arbeitsschritt sofort beginnen. Der Farbauftrag wird mit Ölfarbe gemacht. Ich habe mir hier auf einer Glasplatte meine Farbpalette zusammengestellt. Meine Hauptfarbe wird Magenta sein. Dazu kommt eben Weiß und etwas Beige und auch auf jeden Fall ein Schwarz.
Und die Farbe wird hier direkt auf der Palette mit den Fingern gemischt. Ich streiche sie ein bisschen breit, sodass ich wirklich nur einen Hauch von Farbe am Finger habe, den ich jetzt ganz vorsichtig auf diese Erhebungen durch das Wachs im Wachs reibe. Diesen Arbeitsschritt wiederhole ich jetzt. Wenn ich den Farbton auch vertiefen will, gehe ich einfach nochmal über diese Stelle. Aber so fülle ich nach und nach diesen Bereich um den Text und irgendwann setze ich dann auch nochmal etwas dunklere Stellen hinein oder auch etwas hellere.